Und ja, aber du wirst wahrscheinlich sehr viele Dinge für dich daraus geschöpft haben, die du vielleicht auch später dann irgendwann hast du ja auch es im Herrenbereich so weit geschafft, dass du sagst, oh, ich bin zum Beispiel in die Nazio gekommen, wo du Erfahrungen rausschöpfen konntest, die du von da aus mitgenommen hast und die du da, ja, wie soll man sagen, bestmöglich für dich investieren konntest. Ne? Ja, Also, doch, das auf jeden Fall. Aber das war auch schon also recht früh und viel zu Hause. So, weil mein Vater, der kommt selber aus der Leichtathletik und so. ja, Und es war halt immer, wenn du das und das machen möchtest oder das und das erreichen möchtest, musst du die und die Abstriche machen. Also du hast halt, also ich habe recht schnell gelernt, dass wenn ich im Football so und so weit kommen möchte, muss ich halt, keine Ahnung, kann ich nicht mit meinen Kumpels jeden Tag weggehen oder ja, mich mit denen treffen oder so, sondern es war halt okay, es ist Schule, dann gehen wir dahin, es ist Lauftraining, dann gehen wir ins Fitnessstudio, das Krafttraining und so. Also es war schon recht früh so, dass es das Ziel ist, das und das. Und um da hinzukommen, musst du halt ja, Opfer bringen. ja, genau. Und ja, Und so war es halt. wenn man Glück hatte, haben die Genau, Freunde den gleichen Weg genau, gewählt und dann konnte ja, man den gemeinsam gehen. Ne? richtig. Und würdest du sagen, du hast ja dann, wenn wir wieder zurück nach Dresden kommen, hast du ein GFL-Niveau gespielt und dann kam es ja ein paar Jahre später, hattest du dann das Glück, dann auch in die Nazio zu kommen. Würdest du sagen, das hat deutliche Unterschiede gemacht? War das ein großer Unterschied, Nazio und Ja, GFL? Würdest du das... doch. Also es hat ja dann im gleichen Jahr funktioniert. Wir haben ja dann mit Deutschland gegen Dänemark gespielt für die WM-Quali in Japan. Und dann hab ich 2006 da schon mitgespielt in Flensburg. Und es ist halt, da war für mich dann so ein Aha-Moment, weil ich habe dann auf einmal mit Max von Garnier und Jörg Heckenbach zusammen im Huddle gestanden und ich habe mir noch, ich weiß, ich hatte ein Poster oder ein Foto von Max, von den Blue Devils mit den Uncle Ben's Trikots noch Ja, und er mit seinen orangenen Handschuhen. Und es war dann so, oh mein Gott. Und dann, als ich 12 war oder so, habe ich den Jörg beim German Bowl mal die Hand geschüttelt. Ja, und ich meine, mein Vater kannte die ja alle, weil er Nationaltrainer war. ja. Und dann stehen die auf einmal alle vor einem so, ja, ja, hi Dominik, und wie geht's? Und ja, wir gehen jetzt noch Bälle fangen. Ich so, oh mein Gott, das sind die wirklich. Und dann so, also es ist schon cool. Und die haben einem dann noch mehr beigebracht. Also der Max und der Jörg, die haben mich an die Hand genommen nach dem Training und ich weiß gar nicht, wie viel ich mit Max Routen gelaufen bin, ganz, ganz langsam. Und also es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, hier, wir sind der Herr von Garnier und der Herr Heckenbach, sondern dieses komplett menschlich und ja, haben halt wirklich an die Hand genommen und haben gesagt, hier, komm mal, wir zeigen dir mal was. Ja, das ist natürlich cool. Ne? Das macht dann auch so eine Wir-Atmosphäre, ne? Ja, So, auf so jeden einer Fall. Unit, das ist natürlich total klasse, ja. Und waren das auch die Zeit, wo du das erste Mal das Elternhaus verlassen hast? Ja, Und wo du ja, dann, das war ja dann auch parallel die Zeit in Dresden, ne? Und ja. wie war das, wie würdest du das beschreiben, das erste Mal auf eigenen Beinen zu stehen und Ja, es war schon, ist halt so ein Stück Freiheit, ne? Du bist 18, 19, hast deinen Führerschein gemacht, hast dein eigenes Auto und dann fährst du von Rothenburg nach Dresden, das sind keine Ahnung, 400 Kilometer oder so, fährst da alleine und bist dann in Dresden, dann bist du in der Spieler-WG und so, also es ist halt ganz, ganz anders und war schon cool auf jeden Fall. eine interessante Zeit wahrscheinlich. Ja, Ne? auf jeden Fall doch. Und wie waren deine Gedanken, als du das erste Mal gesagt hast, oh Nazio, konntest du das überhaupt realisieren? Oder war das für dich so, oh, das war für mich der nächste klare Schritt? Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe dann damals war noch das eine Spiel habe ich unter meinem Papa gespielt ähm, in der Nazio und es war dann so, ich habe dann ja quasi die Einladung oder die Bestätigung von ihm gekriegt und vom Steffen Breuer, dem damaligen Receiver-Trainer. Und es war dann so, also für mich war es dann so, oha, okay, krass, ich darf da mitspielen und ich darf da mitmachen und alles Mögliche. Und es war dann so ein bisschen komisch, weil dann natürlich Hanselmann ist Cheftrainer und jetzt kommt sein Sprössling, der darf jetzt auch in der Nation mitspielen. Das war schon, also für mich war es immer so normal, wenn wir Meetings hatten oder Training und es war dann vorbei,
dann bin ich da auch rumgelaufen und wenn er irgendwo war, habe ich dann so rumgeschrien, hey Papa und bla bla und alle haben dann nur so geguckt. Aber es war für mich nie, dass ich das als selbstverständlich hätte angesehen, sondern ich war da richtig, richtig dankbar für und ja, dann, man muss halt so ein bisschen aufpassen, dass man ja nichts Falsches sagt oder dass die anderen das nicht falsch verstehen, aber also ich habe mir da so nie wirklich Gedanken gemacht darüber, sondern, also dass er jetzt mein Vater und mein Trainer in dem Moment war. Ja, das genau. war für mich einfach, es ist halt so. Ja. Ja. Ja, das hatte ich ja in deinem Footballleben öfters dann, wie soll man sagen, erwischt klingt so negativ. So, das ist gar nicht gemeint. Konfrontiert. Genau, hast es genau erleben dürfen. Ja. Und da fällt mir irgendwie Düsseldorf ein, 2010. Da bist du ja dann auch nochmal hin und da war Papa parallel Genau, Coach, ne? genau, da war ich 2009 war ich in Braunschweig. Genau. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, hier 2010 hast du nicht Lust in Düsseldorf zu spielen. Und da habe ich dann auch überlegt kurz und dann hat Astros Creighton aber dort gespielt und mit dem habe ich in Kiel schon gespielt. Ja. Und der hat dann mich auch angerufen und hat gesagt, komm Dominik, das ist richtig cool hier. In Düsseldorf gibt es so eine Leichtathletikhalle. Und da ist auch ein eigener Kraftraum drinnen und alles Mögliche und den dürfen wir nutzen und alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich das. So, und so klar, also für Papa hätte ich das auch gemacht, aber es war dann so, als Astros dann angerufen hat und ich dann so, ja okay, wenn Astros da ist, dann komme ich auch. Ja, das ist natürlich ein cooles Gefühl, ne? Ja. Das ist so. Und wenn alles das Umfeld stimmt, dann kann man als Ja. Sportler natürlich auch Ja, auf jeden Fall. ja, ein tolles Footballleben da leben. Doch. Wenn du jetzt so mit ein bisschen Abstand das Ganze betrachtest, also was ich jetzt zweimal Europameister geworden, zweimal Deutscher Meister geworden und du sagst eben auch nochmal im Jugendbereich Europameister oder... Nee, das heißt, da sind wir im Finale gegen Frankreich Achso, nee, genau, rausgeflogen. aber die Erfahrung gemacht, zumindest ins Finale zu kommen, genau, Genau. Entschuldige. Genau. Wie hört sich das für dich an? Was ist das Ja. für ein Gefühl, wenn du so denkst, so ein bisschen was habe ich geschafft? Ja, das schon. So, also ich denke, ich sag, das, was ich mir vorgenommen habe, der Traum, Profi zu werden, also man will natürlich immer NFL spielen und solche Sachen, das hat halt leider nicht funktioniert. Aber ich denke, so jetzt mit Abstand und das realistisch sehen, fand ich, hab schon das Bestmöglichste rausgeholt. Und 2016 war dann deine letzte Station hier in Hamburg, richtig? Genau, bei den Huskies. Genau. Und da hast du dann nochmal 2 Jahre, glaube ich, gemacht, kann das sein? Ja, ich glaube Genau. 1,5 oder 2. Genau. irgendwie so. Und danach hast du ja aufgehört. Einmal, wie hast du diese Entscheidung getroffen und was hat dich dazu bewegt, einfach zu sagen, okay, jetzt höre ich auf, weil du bist ja jetzt auch nicht der Älteste, wenn man so sagen darf. Nee, ich habe dann, wann war das? 2016? War ich dann mit dem Nico, mit dem anderen Safety von den Huskies, war ich beim Training und dann habe ich mich mit ihm nur unterhalten und das war, glaube ich, April oder Mai. Also die Saison hat quasi erst angefangen. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe keine Lust mehr. Da hat der Körper einfach... Und oder? dann, Das, das war dann so, weiß ich nicht, das habe ich dann zu ihm gesagt und dann ein paar Wochen später dann wieder beim Training und dann ist man zu Hause und dann denkt man halt darüber nach und alles Mögliche. Und dann, ja, war es halt einfach vorbei. Ja. Also ich bin auch nicht so, dass ich sage, auch schade, dass es vorbei ist. So klar vermisst man das, ja. auf jeden Fall, aber man vermisst viel mehr das mit den Jungs, so auf Auswärtsfahrt gehen, den ganzen Blödsinn, was man sich erzählt und das alles, so, das vermisst man. Aber wenn ich mir jetzt nochmal überlege, ich müsste 2-mal am Tag raus mit Helm und Pad morgens um 8, denke ich mir, nee, auf keinen Fall. So, aber nee, das war dann wirklich, das war der Moment, das war einfach so, es war vorbei einfach. Ja. Ja, kann ich verstehen. Der Körper, bevor der Körper sagt, hör auf, Genau. hast du gesagt, für Genau. dich hör auf. Und das ist mir ja zum Glück erspart geblieben. Also ich hatte ja nie wirklich eine schlimme Verletzung. Ich hatte mal eine Schulter-Eckgelenkssprengung, so. Aber wirklich was Schlimmes hatte ich zum Glück nie. Ja. Und dann habe ich mir gedacht,
wenn mir jetzt die Motivation fehlt, dann höre ich lieber auf, bevor irgendwas passiert. Genau, ja, bevor man aufhören muss. Ne? Genau. Ja, finde ich eine sehr sinnvolle und schlaue Entscheidung tatsächlich.